Heute zeige ich euch ein Tool, mit dem ihr alle eure AI-Workflows beschleunigen könnt. Alles zentralisiert, alles in einem Managebar und wir gehen direkt rein. Das Tool hat eine ganz normale Exe-Datei, das heißt, ihr müsst nichts mit Befehlen machen. Starten wir AstroDoc. AstroDoc ist mein Tool, was ich gebaut habe, mit verschiedenen Funktionen. Ihr habt die Funktion Media Manager, in dem ihr alle eure Medien kontrollieren könnt. AI Assistant, ihr könnt mit einem Assistenten chatten. Background Remover. Nano Banana Pro habe ich mit drinne. LoRa Prompter habe ich auch mit drinne, um es zu automatisieren. Prep und Crop, um Images zuzuschneiden, habe ich hier drinne. Den Datenset Manager von euren LoRas habe ich hier auch drinne, sowohl die Settings. Media Manager. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Medien zu managen. Ich füge mal was hinzu. Wir wählen einen Ordner aus, wo unsere Bilder drin sind. Was wir jetzt sehen, wir sehen unsere Bilder und Videos alles zusammen. Hiermit können wir die splitten und es gibt auch immer ein Tutorial drin, das könnt ihr skippen oder durchklicken. Hier sehen wir noch keine Vorschau der Bilder. Ich habe eine Thumbnail-Erstellung eingebaut, das heißt, ihr klickt hier oben drauf, dann werden die Thumbnails erstellt. Wie wir sehen, er hat jetzt die Thumbnails erstellt. Wir sehen die Bilder. Wir können jetzt hier draufklicken. Machen das hier laut und leise. Und dann können wir hier mit den Pfeiltasten links und rechts durchswipen. Dann Images sehen wir auch alle. Hier haben wir auch die Möglichkeit. Ihr klickt ein Bild an und mit den Pfeiltasten könnt ihr euch schön durchklicken, wenn ihr was zeigen wollt. Habt ihr die Möglichkeit, hier oben ein Not Safe for Work Filter einzubauen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, das hier, Rechtsklick drauf. Hier seht ihr die Informationen zum File und könnt ihr hier sagen, als NSFW markieren. Jetzt ist das Bild weg. Wenn ihr NSFW hier oben aktiviert, ist es wieder da und so ist es wieder weg. Ihr könnt auch hier wieder als Save for Work markieren und dann bleibt es auch wieder da. Nächste Möglichkeit, ihr könnt Favoriten setzen. Wenn ihr Favoriten habt, könnt ihr Rechtsklick drauf machen, als Favorit setzen. Dann wird das Bild hier zu Favoriten hinzugefügt. Wenn ihr mehrere Bilder habt, könnt ihr mehrere Bilder auswählen. Könnt hier sagen Favoriten. Und dann sind die ganzen auch hier wieder drin. Ebenfalls habt ihr die Möglichkeit, hier Kategorien zu setzen. Also wir sagen hier zum Beispiel Image Video. Dann könnt ihr hier das aufteilen in Woman. Dann könntet ihr hier wieder weiter aufteilen in Indoor. Dasselbe geht aber auch für Video. Hier könntet ihr auch machen Woman. Ebenfalls habt ihr hier die Möglichkeit, Tags hinzuzufügen. Zum Beispiel hier machen wir Woman. Und dann könntet ihr, wenn ihr die hier erstellt habt, hier Rechtsklick aufs Bild. Und dann könntet ihr hier unten sagen, das ist ein K. Wunderbar. Dann könntet ihr hier zum Beispiel machen, hier oben, das ist die Beach. Wunderbar. Das ist eine Woman. Wunderbar. So. Wenn ihr dann die Tags hier anklickt, werden euch die Bilder angezeigt, die ihr habt. Ebenfalls, was aber dann möglich ist, wenn ihr jetzt hier oben K eingebt, könnt ihr auch eure Bilder finden mit den Tags. Ebenfalls, was ich ja auch gezeigt habe, hier die Ordner könnt ihr zuweisen. Wir haben zum Beispiel hier die Frau. Wir wählen die jetzt alle aus. So. Dann geht ihr hier unten auf Kategorie. Wie gesagt, Image. Also wie ihr es anlegt, ist euch überlassen. Image Woman Indoor. Klicken wir an. Jetzt gehen wir hier hin. Image Woman Indoor. Und jetzt tauchen hier unsere Bilder auf. Hier tauchen sie nicht auf, weil wir haben sie wirklich in diesen Ordner angelegt. Achtung, die Daten werden im Hintergrund nicht umsortiert, bleiben da, wo sie sind. Das hier ist nur eure Übersicht, wie ihr die Daten sortiert. Auf eurer Festplatte, die Daten werden nicht angefasst. Dasselbe funktioniert auch übrigens für Videos. Rechtsklick, Video, also wie ihr das sortiert. Woman machen wir hier, weil wir kein Indoor haben, sondern Outdoor. Dann taucht das Video hier auf und auch nicht hier. Der AI Assistant. Hier könnt ihr mit dem Model, was ihr hier in Settings einstellt, chatten. Zeige ich euch später die Settings. Jetzt sagen wir, ich habe ihn jetzt gefragt, hey, was ist eine LoRa? Jetzt warten wir kurz, bis das Model antwortet. Und et voilà, es hat geantwortet. Ebenfalls zu merken, die Chat-Historie bleibt immer bestehen. Hier oben ist ein Button, Clear Chat. Und schon habt ihr den Chat wieder geklärt.
Nächste Funktion. BG Remove. Ihr habt hier die Möglichkeit, den Output-Ordner auszuwählen. Gehen wir mal aus. Dann wählen wir den hier, BG Remove Ordner aus. Den habe ich gerade mal angelegt zum Testen. Hier ist ein Downloader drin, der die Models runterlädt und auch checkt. Ihr seht, den U2Net habe ich schon runtergeladen. Der ist noch nicht runtergeladen. Den habe ich auch wieder runtergeladen. Und das macht ja alles automatisch im Hintergrund. Ihr habt eine Möglichkeit, einen Ordner zu öffnen oder nur ein Bild. Wir wählen jetzt den Ordner aus, App Test, Ordner auswählen und schon sehen wir alle unsere Bilder, die in dem Ordner waren. Zum Beispiel nehmen wir uns dann mal und können jetzt hier oben sagen, benutze dieses Model, klicke auf Start, dann wird alles nacheinander abgearbeitet. Ihr seht, das läuft alles offline, ohne API, ganz schnell. So, ihr könnt dann auf die einzelnen Bilder klicken. Hier oben habt ihr eine Vorschau. Original, Result. Original, Result. Könnt ihr halt überall probieren. Hier hat er das Auto erkannt, hier die Frau, hier das Motorrad und die Frau, hier. Und es gibt verschiedene Modelle, die werden in der nächsten Version von mir noch getestet und hinzugefügt. Es gibt hier auch gewisse für Anime-Charaktere, die sind besser. Also da muss man halt ein bisschen testen. Aber die Funktion ist da. Ihr habt auch hier eine Möglichkeit, wenn ihr zurückgeht und wieder hin. Die Ordner sind da. Clear History. Bumm. Alles ist weg. Und alles ist auch übrigens gespeichert. Wenn ihr in den Ordner reingeht, das war unser Ursprungsordner. Gehen wir rein. BG Test Removal. Und hier sind unsere Bilder abgespeichert. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier den Ordner auszuwählen. Hier oben einfach Klauf drücken, den Ordner auswählen und schon ist gut. Nächste Möglichkeit. Ihr habt ein Bild, ihr wollt es schnell bearbeiten, ohne viel Stress. Ja, können wir doch einfach machen. Wir nehmen das Bild hier oben. Wir schauen es uns an. Ihr könnt draufklicken, dann wird es geöffnet. Macht Rechtsklick drauf, sagt ihm AI Generate. Dann fügen wir das Bild hier ein. Und dann geben wir ihm einfach noch einen Prompt. Hier habt ihr den Slider. Wir gehen hier unten auf 25%. Je niedriger, desto näher bleibt er beim Original. Wir haben hier die Möglichkeit auszuwählen. Wir wollen ein Porträt, 2K, Generate. Dann gibt es hier unten eine Anzeige mit einer Uhr. Ich finde die ganz praktisch, damit wir sehen, wie lange hat es denn gedauert. Das Bild ist da. Wir klicken hier drauf. Wir sehen dann immer unter dem Bild, was wir für einen Prompt verwendet haben. Wir können den Prompt jederzeit kopieren und wir sehen hier unsere Einstellung, die wir benutzt haben. Wenn ihr dann hier oben auf Media Manager geht, taucht das Bild dann hier oben auch auf. Da ist es dann. Dann könnt ihr das hier auch wieder zuordnen dann. Ebenfalls gibt es aber auch die Möglichkeit, Text zu Image zu machen. Ich habe da mal einen Prompt vorbereitet. Machen wir kurz rein. Dann machen wir das zu Landscape. 2K, das ist vollkommen okay. So, wenn wir dann... Okay, krass. Also, das hier wäre das Bild. Okay, das habe ich echt gut getroffen. Das ist nichts gefaked. Wir sehen es. Text to Image. Also gut getroffen. Okay, geil. Noch ein kleiner Zwischenstep. Ihr habt hier die Möglichkeit, Presets auszuwählen. Dann wird er hier ein paar Wörter hinzufügen. Oil Painting, Cinematic, Minimalist, Fantasy. Einfach so, falls ihr Hilfe braucht, habe ich das hier unten eingebaut. Nächste Funktion, LoRa Prompter. Wer kennt das nicht? Ihr wollt eine LoRa erstellen und wisst nicht, wie ihr es machen sollt. Ganz einfach. Hier oben sind Presets von mir für euch vorgelegt. Also, wir haben Person-LoRa, Style-LoRa, Objekt-LoRa, Szenen und Environment, sowas wie Hintergründe, Text-Only, das sind für die alten Modelle Stable Diffusion 1.5 SDXL sowie ein General. Wenn ihr dann eine Person habt, wählt ihr hier unten einen Ordner aus, wo ihr es ablegen wollt. Klicken wir mal rauf. LoRa Prompter Test. Den Ordner habe ich schon erstellt. Wie gesagt, ihr könnt jeden anderen auswählen. Das ist kein Problem. Ihr könnt hier sagen, ihr wollt einen Subfolder erstellen. Zum Beispiel für die Person. Dann sagt ihr mal halt hier, wir nennen es jetzt Lisa. Sachen Create. Dann habt ihr einen Subfolder Lisa erstellt. Geben wir ihm als erstes mal das Bild. Wir gehen mal zurück. Geben ihm mal das Bild hier. Generate. Wir sehen hier das Prompt zum Bild. Jetzt. Ganz wichtig, wenn ihr einen Activation-Tagger haben wollt. Ich schreibe dann gerne Lisa. So, dann klicken wir auf Generate.
Ihr habt auch hier unten die Möglichkeit, das nochmal neu auszuwürfeln, sozusagen. Mit einem anderen Seed, einfach falls es nicht gepasst hat. Der Prompt ist da. A Mid-Shot captures Lisa, genau wie bei uns. Sitting in a Café. Der ganze Prompt ist da. Dann ganz einfach Save to Dataset. Boom. Was passiert jetzt? Wir gehen mal rein. Hier bei LoRa Prompter Text gehen wir rein. Dann hat er den Ordner Lisa erstellt und er hat uns das Bild mit dem Prompt mit demselben Namen abgelegt. Das heißt, ihr könnt es 1:1 so benutzen. Funktioniert. Ihr könnt auch hier den Text kopieren und könntet ihn dann hier oben wieder bei Nano Banana Pro eingeben. Ebenfalls gibt es das Ganze für Style, für Objekt, für Szenen und Text. Die Systemprompts sind hier hinterlegt von mir. Die habe ich entwickelt bei meinen ganzen LoRa-Tests und so finde ich, ist es für euch am einfachsten. Was ist noch wichtig bei manchen LoRa's-Trainings, wenn man die Bilder zuschneidet? Willkommen beim Zuschnitt. Ihr wählt hier euer Bild aus. Wir nehmen jetzt mal mehrere Bilder. So. Dann haben wir hier unsere Bilder. Ihr wählt hier die Ratio aus, was ihr wollt, wenn ihr 1:1 haben wollt. Die Auflösung könnt ihr auswählen. Ihr könnt es aber auch hier groß ziehen. Also ihr könnt es nicht irgendwie in ein anderes Format bringen. Wenn wir 1:1 haben, bleibt 1:1. Dann könnt ihr es nur so skalieren. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt aber nur Story-mäßig für Instagram oder so, könnt ihr auch machen. Dann könnt ihr hier sliden. Die Ratio bleibt trotzdem immer wieder identisch. Oder hier gehen wir wieder auf 1:1. Da das Bild so groß ist, muss man das manchmal anpassen. Wie gesagt, das war jetzt ein 4K-Bild, das ist ein 1K-Bild. Dann passt ihr das hier an. Dann habt ihr hier wieder die Möglichkeit, Select Folder, Crop Test. Ich habe einen Ordner angelegt. Dann klicken wir auf Save und Export. Jawohl. Jetzt gehen wir in den Ordner rein. Crop Test. Gehen rein. Und wir sehen, unser Bild ist gecroppt und ist hier drin mit der Auflösung, die wir eingestellt haben. Somit habt ihr die Möglichkeit, eure Bilder zuzuschneiden. Gehen wir davon aus, ihr wollt euren Datensatz, was ihr habt, managen. Easy peasy, Dataset Manager. Ihr geht auf Open Dataset Folder, wählt den Ordner aus. Ich habe einen angelegt zum Testen. Dataset Test, sagen, öffnen. Und schon sehen wir alle Bilder, die wir generiert haben von ihr. Und das Schöne, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Sachen zu bearbeiten. Zum Beispiel hier. Save. So. Und schon ist es gespeichert in dem Ordner, wo euer Datensatz ist. Also hier in dem Ordner, der angelegt wurde, ist das Bild dann drin. Und der Prompt, den ihr bearbeitet habt. So habt ihr die Möglichkeit, eure ganzen Prompts zu bearbeiten. Wie gesagt, das sind die ganzen Funktionen. Hier habt ihr auch wieder eine Möglichkeit, könnt ihr die Bilder clearen. Hier oben habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr, sagen wir mal, alles zurücksetzen wollt, ist auch kein Problem. Clear Media Manager. Bitte vorsichtig sein. Als letztes noch Settings. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Methoden auszuwählen, verschiedene Farben. Hell, dunkel und so weiter. Dann, ganz wichtig, euer Nano Banana API Key kommt hier rein. Euer Visual Language Model Key kommt hier rein. Ihr könnt hier verschiedene auswählen und hier unten auch noch Custom hinzufügen. Hier oben LLM Chat Model API Key, falls dieser ein anderes ist, außer das hier oben. Zum Beispiel Google hat einen großen, müsstet ihr das hier unten eingeben. Hier unten habe ich euch schon mal ein Preset ausgewählt, was ihr auswählen könnt, wo ihr dann den API Key reinpacken tut. Save Settings. Jetzt ist alles soweit vorbereitet. Und hier unten ist die Verlinkung zu meinem Patreon, zu meinem YouTube-Kanal und Report a Bug. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr in meinen Discord. Ich habe einen extra Channel errichtet, wo ihr Bugs reporten könnt, damit ich dann die ausmerzen kann. Wichtig immer, wenn ihr was macht, Save Settings. Und damit wären wir erstmal durch. Das wäre die App. Wo findet ihr die? Die findet ihr bei mir auf Patreon. Für alle, die mich dort supporten, ab dem Cosmic Creator gibt es jetzt einen neuen Trade, den jeder Zugriff hat. Und somit kriegt ihr dann Zugriff zu dieser Software. Es wird dann einen Download geben und dann könnt ihr die einfach starten über eine Excel.
Nichts mit irgendwie CMD-Befehl, sondern einfach so. Damit würde ich sagen, vielen Dank, wir sehen uns im nächsten Video. Habt viel Spaß mit der Software. Sheriff, I swear I was just leaving town.